Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video rund um den Gatchi-Made-Mod für die Gaccia Classic. Heute teile ich mit euch meine ersten Erfahrungen nach dem Einbau. Wie lief die Installation? Welche neuen Features bringt der Mod mit sich? Wie verändert er den Geschmack? Und warum ich jetzt noch viel mehr Lust habe zu experimentieren. Am Ende verrate ich außerdem, wie zufrieden ich bisher bin und was als nächstes ansteht. Legen wir los. Zu Beginn. Ich habe mir den Gaggi-Made Pro Mod selbst gekauft und teile meine eigene Meinung. Der Versand hat doch etwas länger gedauert, da es aus China kommt, aber es hat alles gut geklappt. Beginnen wir mit der Installation. Ich habe einen Gaccia Classic aus 2019. Mein persönlich aufgewendeter Zeitaufwand waren etwa 2 Stunden. Wer schon einmal an einer Espresso-Maschine geschraubt hat, ahnt, dass in dem Gehäuse enge Platzverhältnisse herrschen. Aufgefallen sind mir die festsitzenden Flakstecker an den alten Thermostate. Hier musste ich etwas Feingefühl und WD-40 anwenden, um sie nicht abzureißen. Anfänglicher Orientierungsmangel kostete mich Zeit, doch mit der Dokumentation auf dem Handy vor Augen lief es immer flüssiger. Kurz vor Ende ging es daran, das Gehäuse wieder zu verschrauben und die Maschine wieder ans Stromnetz anzuschließen. Keine Kurzschlüsse, keine Fehlermeldungen. Das war ein gutes Zeichen dafür, dass alles richtig angeschlossen war. Der Gatchi-Made Mod bringt 3 Hauptfunktionen mit: PID-Temperaturkontrolle, Druckkontrolle und Brühprofilsteuerung. PID-Temperaturkontrolle. Endlich lässt sich die Brühtemperatur präzise einstellen und halten. Standardmäßig wähle ich jetzt 90 Grad Celsius, weil diese Temperatur für viele meiner Lieblingsbohnen ideal ist. Im Vergleich zur ursprünglichen Schwankungsbreite von bis zu 5 Grad pro Shot und Temperatursurfing bietet die PID-Steuerung eine konstante Temperatur. Das bedeutet, jeder Espresso-Shot startet unter exakt den gleichen Bedingungen, was die Reproduzierbarkeit enorm erhöht. Druckkontrolle. Über den integrierten Drucksensor im Mod kann ich den Brühdruck über die Pumpe geregelt werden. Vorher hatte ich keinen direkten Einblick, ob meine Pumpe wirklich konstant 9 Bar liefert oder kurzzeitig abfällt. Mit dem Gatchi-Made sehe ich Live-Werte und kann bei Bedarf den Druck nachregeln. Brühprofile. Für mich die spannendste Funktion. Ich habe einige unterschiedliche Profile angelegt, werde hier aber noch weiter experimentieren. Alle Profile lassen sich am Display auswählen. Ein kurzer Klick und schon wechselt die Maschine zum nächsten Programm. Für mich als Heimbarista bedeutet das kein ständiges manuelles Anpassen mehr, sondern volle Kontrolle über den gesamten Brühverlauf. Nachdem die technische Seite stand, ging es zum wichtigsten Punkt, dem Geschmackstest. Ich habe dazu eine mittelkräftig geröstete Arabica-Bohne verwendet und 2 aufeinanderfolgende Shots gezogen. Beim Verkosten trat bei dem Shot mit Gatchi-Made die fruchtige Säure klarer hervor, die Süße wirkte vollmundiger und die Bitterkeit war harmonischer eingebunden. Shots ohne Mod schmeckten im Vergleich etwas unausgewogen und hatten leichte Temperaturschwankungen, die sich auf die Extraktion ausgewirkt haben. Für mich ein deutlicher Beweis. Die PID- und Druckkontrolle zahlt sich geschmacklich aus. Auch das Aufschäumen von Milch hat sich aus meiner Sicht verbessert. Die Power ist natürlich noch immer einer kleinen Maschine entsprechend eher schwach, jedoch bleibt der Druck konstanter erhalten, da ich im Steam-Modus auch die Pumpe dazu aktivieren kann. Was ich persönlich als besonders bereichernd empfinde, ist die Möglichkeit zu experimentieren. Ebenso lässt sich die Temperatur um 1 bis 2 Grad erhöhen, um zu sehen, wie sich das auf die Extraktion auswirkt. Für alle, die gerne neue Rezepte testen oder wissenschaftlich an die perfekte Tasse Espresso herangehen, ist das ein Traum. Optisch integriert sich der Mod erstaunlich dezent. Das runde LCD-Display mit Menüführung sitzt mittig über den Tasten und wirkt fast wie ein serienmäßiges Bauteil. Die Menüführung ist selbsterklärend. Nach jetzt einer Woche unter Echttestbedingungen kann ich sagen, ich bin sehr zufrieden. Die Installation war zwar anspruchsvoll, aber gut machbar, wenn man sorgfältig vorgeht. Die
Die neuen Features, PID, Druckkontrolle und Brühprofile bringen echten Mehrwert in meine tägliche Espresso-Routine. Der Geschmack ist runder und konstanter und das Experimentieren macht richtig Spaß. In Zukunft werde ich ausführlich testen, wie stabil das System läuft, ob es gelegentliche Nachkalibrierungen braucht und wie es sich bei verschiedenen Bohnen verhält. Ein ausführliches Langzeitreview dazu folgt in den kommenden Wochen. Wenn ihr Fragen zur Installation habt, zu meinen Einstellungen oder den genauen Abläufen, schreibt es in die Kommentare. Ich sammle eure Wünsche und Anregungen für das große Review-Video. Wenn euch das Video gefällt, unterstützt mich gerne mit einem Like und abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Update nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Shot.